geben, oder? Was sagst du meine Fanta weg, Junge? Sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen bei der Tagesschau. Hallo Leute und willkommen zurück auf unserem Channel. Ich bin Denise. Und ich bin der Julian. Und wir wollten euch mal erzählen, wie es uns so den letzten Monat ergangen ist hier in Tromsø. So, lasst uns mal mit der Ankunft beginnen. Ist nämlich nicht so toll gelaufen. Wir haben den Anhänger aufgemacht und haben dann festgestellt, dass der Dieselkanister ausgelaufen ist. Und unser ganzes Zeug, unsere ganzen Umzugskartons war voll aufgesogen mit diesem Diesel. Und darunter waren auch meine Wellensteinjacken, was nicht so toll war. Ja, und was legt man natürlich ganz unten in die Kiste rein? Die schwersten Sachen, zum Beispiel mein Wellensteinmantel. Hier, alles voll. Habe ich dann aber mit ein paar Tricks wieder rausbekommen. War sehr viel Arbeit, aber ich habe es hingekriegt. Mit ganz viel Spülmittel, mit Natron, mit Essig, mit 10-mal hintereinander waschen, diesen Dieselgestank rauszubekommen. The washing machine's gone crazy! Und deine Klamotten habe ich einfach auf den Balkon draußen hingelegt und habe Die waren tagelang drüber einfach regnen lassen. zwei Wochen lang draußen auf dem Balkon und wurden voll gepisst die ganze Zeit. Ja, war aber gut. Ja, der Dieselgeruch ist jetzt weg. Ja. Auf jeden Fall ein paar Tage, nachdem wir dann angekommen sind, ist uns aufgefallen, dass am rechten Reifen immer die Luft rausgeht. Genau, und bei der Reparatur von dem Reifen haben wir auch immer so Geräusche gehört in der Feder und mir war eigentlich schon klar, irgendwas muss da sein. Feder war gebrochen, haben wir dann auch reparieren lassen, hat uns ca. 340 € gekostet. Also im Vergleich, ich habe ein Jahr davor ist uns nach dem Schwedenurlaub die vordere Feder gebrochen. Da haben wir nur 140 in Deutschland gezahlt. Also hier sieht man auch so ein bisschen die Dimensionen. Ja, also nicht wundern, ich bin ein bisschen verrotzt. Ich hatte eine ganz schlimme Männergrippe. Du warst dem Tode nah. Ja. Eine coole Sache, die wir gemacht haben, ist, wir haben uns ein Motorrad gekauft. Ich habe mir ein Motorrad gekauft. Sie hat sich ein Es ist mein Motorrad. Ich Mein hab's zweites. gefunden. Es ist mein zweites Motorrad. Ja. Das erste war ja mein Brautgeschenk. Die steht jetzt noch in Deutschland. Wir haben vor, die Maschine nächstes Jahr zu holen. Wie heißt eigentlich die neue Marke von dem Motorrad? Daylem, okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine 125er. Die hat nicht so viel PS drauf, spielt aber keine Rolle, weil ich will einfach nur ein Motorrad haben. So, da ist das gute Teil. Das ist eine Daylem. Ich habe die Marke davor auch noch nie gehört. Auf jeden Fall muss man einiges machen an der Maschine, weil mein Vorgänger die echt beschissen behandelt hat. Hier zum Beispiel, vollkommen locker das Teil, sieht man das auch. Eigentlich braucht man ja da so ein Tankpatch drauf oder wie auch immer das heißt. Den Ölwechsel muss man natürlich auch noch machen, weil letzter Ölwechsel, ja, unbekanntes Datum. Die Reifen, also echt kein Profil mehr vorhanden. Das ist alles glatt gefahren. Kette muss man auch erneuern. Ja, es kommt noch alles auf mich zu. Ich freue mich aber trotzdem, dass ich hier ein Bike habe. Ja, das ist es. Meine 125er. Ja. Sieht man auch in der Maschine. Ich meine, sie fährt, aber mich hat es dann schon fast hingehauen bei der Überfahrt, weil die Reifen dermaßen abgefahren sind. Let's not blame the bike, okay? Ja, die Reifen Also sind die echt am waren Limit. glatt. Ja. Und es hat an dem Tag noch geregnet. Habe ich gefragt, wann der letzte Ölwechsel gemacht worden ist. Hat er so gesagt, ja, er vermutet, dass es der Vorgänger mal gemacht hat. Okay, alles klar, gut. Diese Saison können wir nicht mehr fahren, weil wir haben die Personalnummer noch nicht. Brauchen wir, um die Maschine anzumelden. Dann müssen wir auf jeden Fall vorher noch die Teile tauschen und so. Und also wir haben am 14. September ja den Skattetat-Termin, wo wir dann Also das hoffentlich... Finanzamt. Genau, wo wir die Nummer Ja. dann... Ich habe nicht gefurzt, das waren meine Hände. Weiß gar nicht, ob wir die dann am 14. September überhaupt bekommen, aber die CB 500, die jetzt aktuell noch in Deutschland steht, die wollen wir nächstes Jahr holen. Wahrscheinlich werde ich nach Deutschland fliegen, mit der Maschine dann Richtung Norwegen fahren. Und dann haben wir 2 Motorräder hier. Und dann gibt es vielleicht auch Motorrad-Vlogs. Oh, Ist sowas. alles noch in Bearbeitung. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Was wir als nächstes erledigt haben, war natürlich dieser ganze bürokratische Kram. Wenn du hier in Norwegen ankommst, musst du erstmal zur Polizei. Ja, zur Polizei. Und dir registrieren lassen. Das heißt, dass du sowas wie eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis bekommst. Und wir dachten, dieser Termin bei der Polizei würde uns schon
ziemlich viel bringen, hat uns aber eigentlich nicht viel gebracht, weil das Wichtigste ist hier die Finanzamtnummer, diese Personalnummer, und da müssen wir extra nochmal einen Termin machen, den wir schon gemacht haben. Der lässt aber wieder auf sich warten und dementsprechend haben wir da noch einiges zu tun. Auf jeden Fall wollen wir an einem Auswanderguide arbeiten für Leute, die nach Norwegen ziehen und die auch diese ganzen Dinge noch erledigen müssen, Bürokratisches. Schreibt mal rein, ob euch der interessieren würde. Ja, und ich möchte auch vor allem auch auf die Vorteile von Nordnorwegen eingehen, wie zum Beispiel der Strompreis hier. Hier wird mit Strom geheizt. Hier wird alles mit Strom gemacht, weil Strom hier einfach so billig ist. Ihr werdet ja, die Strompreise in Deutschland steigen ja gerade horrend, während man in Deutschland, ich weiß nicht, mittlerweile habe ich schon was gehört von 60 Cent auf die Kilowattstunde, zahlen wir hier halt 0,02 Cent. Man hat dann halt dementsprechend eine höhere Grundgebühr. Ich glaube, das liegt irgendwie bei 60 € im Monat. Aber du machst halt dann einfach alles mit Strom. Und deswegen ist ja auch die E-Mobilität hier so beliebt. Und jeder fährt E-Bikes, E-Scooter etc. Das liegt halt an den Wasserkraftwerken. Aber worauf ich hinaus will, es gibt hier im Norden von Norwegen gibt's halt definitiv Vorteile. Das möchte ich auch in diesen Guide mit reinbringen. Diesen ganzen Bürokratiekram wollen wir mit reinbringen. Das ist jetzt noch in den Kinderschuhen, sagen wir mal so. Mit der Idee spielen wir jetzt schon seit längerem und jetzt gerade dabei so ein bisschen zu recherchieren, wie wir das alles aufbauen könnten. Wir haben ja auch eine super Lektorin, die ich kenne, die uns bestimmt behilflich sein wird. Sie weiß es nur noch nicht. Also als wir hierher gekommen sind, wir arbeiten ja bei Arctic Guide Service. Die haben uns schon gesagt, das wird eher ein Teilzeitjob. Das war uns schon bewusst, dass wir nicht 40 Stunden die Woche dort arbeiten würden. Wir haben jetzt gerade im August so viel Geld verdient, damit wir gerade mal unsere Miete bezahlen. Ja. Hat sich angefühlt wie so ein Teilzeiturlaub. Wir haben sehr viel Zeit gebraucht, um Sachen zu erledigen. Von dem her hat es gerade reingepasst und wir haben ja auch Rücklagen, aber wir können uns über Wasser halten. Ich sag mal, auf lange Sicht machen das viele Guides auf jeden Fall, die Vollzeit guiden. Die arbeiten für mehrere Unternehmen, weil dieses Unternehmen zum Beispiel, Nordic Gateway heißt es, arbeitet sehr viel mit AIDA zusammen. Arctic Guide Service arbeitet sehr viel mit Hurtigruten zusammen. Hurtigruten. Ich habe mir auch nochmal einen dritten Arbeitgeber angeschaut, dann Scan Adventure. Da hätte ich eventuell auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, Rechnungen zu schreiben und solche Sachen. Da kenne ich die Chefin persönlich, das ist eine ganz nette, quirlige. Wenn sie das Video sieht, wird sie wahrscheinlich anfangen zu lachen, aber da habe ich auch mega Bock drauf, da an die Sache ranzugehen. Was halt schwierig ist, man hat dann mehrere Arbeitgeber, man muss das wirklich gut takten können. Vor allem bekommt man halt von dem einen oder anderen Arbeitgeber dann halt erst irgendwie einen Tag vorher die Info, ja, hast du da Zeit oder da Zeit? Und sagst du, ja, nee, ich habe jetzt schon da verplant, obwohl das andere vielleicht das bessere Assignment wäre. Und wir haben eine Wohnung gefunden, also eine feste Wohnung. Das ist ja nur eine Airbnb-Wohnung hier jetzt, die auch wirklich super ist. Der Mieter ist top. Der ist auch ein ziemlicher Outdoor-Freak. Also wir haben eine Wohnung gefunden auf Kvaløya, das ist die Walinsel, die gehört aber auch noch zu Tromsø. Super schöne Gegend. Ja, ich übertreibe nicht, ihr werdet noch Videos dazu bekommen, weil es ist so geil da. Es ist halt, weißt du, es ist an einem Fjord gelegen und der Fjord sieht aus wie bei Vikings. Vom Wohnzimmer aus direkt auf dem Fjord kann man schauen. 72 Quadratmeter, die Wohnung ist auch top modern. Ich glaube, wir haben noch nie so luxuriös gewohnt. Nee, glaube ich auch nicht. Also Mietvertrag haben wir noch nicht unterschrieben, aber machen wir jetzt morgen. Wir sind auch nach Norwegen gekommen wegen Norwegen. Wegen der Natur, wegen der Landschaft, wegen der Schönheit. Eine Innenstadt ist für mich nicht das, was mich hier so fasziniert. Deswegen finde ich, ist die Entscheidung richtig. Und wir werden natürlich schauen müssen, wie wir dann immer zur Arbeit kommen und so weiter. Aber wir haben ja ein Auto. Busverbindungen gibt es auch. Also werden wir gucken. So Leute, das war jetzt unser Zwischenfazit. Also wir werden auf jeden Fall so ein Fazit jetzt einmal im Monat machen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche. Abonnieren nicht vergessen, Kommentar, liken. Ihr wisst, das tolle Programm. Genau, ihr wisst, wie es läuft. Genau. Ciao, ciao. Peace. Ähm, Was? Gang? und Über unsere Gang. Wir haben jetzt eine Gang in Tromsø. Über die Gang erzählen wir jetzt euch ein bisschen.